Das ist der IMAX NanoHawk, ein 65 mm Whoop, geflogen mit der Radiomaste DX12 und der HDO2-Brille. Der Whoop hat eine Runcam Nano 3 Kamera mit Onboard 25 mW Videosender. Die Motoren sind 0802 mit 19.000 kV und sind nur mit 2 Schrauben befestigt, die aber sehr gut auf dem Carbonrahmen halten. Der 1S-Akku hat 300 mAh mit dem leistungsstarken GNB 27 Stecker. Die Propeller sind von IMAX mit 1,2 Zoll, also 31 mm Durchmesser. Innen steckt ein F4FC. Meine Version ist mit einem FrSky D8 Empfänger. Es gibt auch eine günstigere PNP-Version, wo ein Empfänger eingebaut werden kann. Der Quad wiegt unter 21 Gramm und mit dem mitgelieferten Akku sind es 29,53 Gramm. Der Akku hat den neuen GNB 27 Stecker, der bis 15 Ampere durchlassen kann. Leider gibt es immer noch nicht genug von den Akkus mit dem GNB 27 Stecker auf dem Markt. Der Whoop hat unten sogar eine 1,75 mm dicke Carbonplatte, die dafür sorgt, dass der Whoop sehr steif ist. Und das verbessert das Flugverhalten. Der Propellerschutz ist minimalistisch, was sich sehr positiv auch auf das Flugverhalten auswirkt. Der NanoHawk fliegt wie ein Quad ohne Propellerschutz und das ist das Besondere an dem Whoop. Trotzdem reicht der weiche und dünne Propellerschutz in der Wohnung aus, um nicht direkt an den Wänden hängen zu bleiben, und schützt so auch die Propeller. Um am Gewicht zu sparen, könnte man den Propellerschutz entfernen. In der Lieferung gibt es zu dem NanoHawk einen Akku mit einem USB 6-fach Ladegerät. Hier gibt es aber nur 2 Adapterkabel von PH 2.0 auf GNB 27 Stecker. Ein Satz Propeller liegt bei und ein paar Ersatzteile wie Gummibänder und Schrauben. Draußen fliegt der NanoHawk sehr gut, vor allem wenn es windstill ist. Die Loopings gelingen einwandfrei. Die Runcam Nano 3 liefert ein ausreichendes FPV-Bild, so wie hier, wenn es bewölkt ist oder am Abend, ist der Kontrast etwas zu dunkel. An sonnigen Tagen ist das Bild deutlich schöner. Aber wie man sieht, fliegt der NanoHawk sehr gut mit den Original IMAX PD-Einstellungen. Betaflight 4.2.0 ist installiert, aber ohne RPM-Filterung. Dafür ist auf den ESCs die JESC 2.3 Firmware, die in 48 kHz läuft und so der Quad etwas länger mit dem kleinen Akku fliegt. Aber jetzt im Winter ist es kalt und der kalte Akku liefert nicht so viel Energie wie an warmen Tagen im Sommer. Manche Piloten haben berichtet, dass die Kamera ein starkes Yellow-Effekt im Bild hat. Bei mir war das nicht so, aber als ich mehrmals abgestürzt bin und sich die Propeller verbogen haben, dann war der NanoHawk auf einmal so richtig am Zittern und in der Kamera hat alles gewackelt. Also ist es wichtig, hier immer die Propeller zu prüfen, dass diese schön gerade sind und hier nicht ein Flügel verbogen ist. Nachdem ich die Propeller wieder gerade gebogen habe, flog der NanoHawk wieder perfekt ohne Yellow-Effekt. Zweite Ursache für ein Yellow war die zu locker befestigte Kamera. Wenn man mehrmals in der Wohnung gestürzt ist, dann war die Kamera so locker, dass ich diese mit Zahnseide wieder fixieren musste. Daher sieht man hier die weiße, dünne Schnur. So ist aber die Kamera richtig fest und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit der Kamera. In der Wohnung fliegt der Whoop sehr gut und die Kamera liefert ein besseres Bild als draußen. Schade nur, dass die Kamera einen festen Winkel hat und die Neigung der Kamera nicht einstellbar ist. Somit ist der Whoop besser für große Räume geeignet, weil man automatisch mit der 20 Grad Kameraneigung schneller fliegt. Den erfahrenen Piloten würde es nichts ausmachen, schnell Indoor zu fliegen. Aber ein Anfänger, der langsam fliegen lernt, kommt hier ins Schwitzen, weil er so zu wenig vom Boden sieht. Übrigens, die Aufnahmen stammen von einer Skyzone 04X FPV-Brille, die ein deutlich besseres Aufnahmemodul hat als die Fatshark HDO2. Alles wird in MP4 gespeichert mit sehr guten Bildqualität. Der IMAX NanoHawk ist ein guter Whoop, vor allem wenn man draußen Freestyle fliegen üben möchte. Wegen der nicht schwenkbaren Kamera würde ich als Anfänger aber lieber einen typischen Whoop nehmen, wie Mobula 6,
der immer noch, meiner Meinung nach, der beste Indoor 65 mm Whoop ist.